Hey Leute, ihr habt euch gewünscht, dass ich euch mal zeige, wie ich meine Finger als Torwart tape. Vorerst muss ich da aber sagen, dass ich meine Finger nicht immer tape, beziehungsweise nicht vollständig tape. Das liegt einfach daran, dass ich in der Frauenkreisliga spiele und die Schüsse jetzt nicht unbedingt so hart sind, dass ich andauernd Verletzungen davon trage. Wenn ich jetzt mit Männern zum Beispiel spiele oder so, dann sieht das schon ganz anders aus. Aber es gibt 2 bis 3 Finger, die ich immer tape, weil ich die sozusagen dauertapen muss. Das ist einmal an der rechten Hand die 2 Finger, der Mittelfinger und der Ringfinger. Da hatte ich ungefähr vor einem Jahr mal eine Zerrung und ich habe immer wieder Probleme mit den Fingern, deshalb muss ich die beide dauertapen. Der andere Finger ist an der linken Hand. Ich weiß nicht, ob ihr es seht, dass der Finger vielleicht ein bisschen verkrüppelt aussieht. Vorher war der Ringfinger die ganze Zeit auch so krumm und durch Behandlungen musste ich ihn dann halt wieder gerade machen und ja, mittlerweile sieht er ein bisschen verkrüppelt aus, aber ich habe auch teilweise noch Probleme damit, aber es funktioniert alles normal. Da hatte ich vorher nämlich auch irgendwie eine Prellung oder so in der Kapsel, also das sah nicht gut aus. Und ja, ich habe grundsätzlich 2 bzw. 3 Arten, die Finger zu tapen. Ich benutze immer die schnelle Art meistens, obwohl die nicht richtig ist. Für die 3 Arten, die ich euch jetzt vorstelle, benutze ich einmal ganz normales Tape, was man sozusagen überall kaufen kann und ich achte darauf auch nicht, welches ich jetzt davon nehme. Und dann benutze ich noch ein Kineso-Tape und viele denken immer, dass die Farbe irgendwas Bestimmtes aussagt, zum Beispiel die Stärke oder so, aber grundsätzlich gibt es da keine Unterschiede. Das hat eher alles was mit der Psyche zu tun, also beim blauen Band stellt man sich eher Kälte vor, also dass das Band halt die Stelle so ein bisschen kühlt und bei roten oder pinken Band halt wärmt. Und ja, wie gesagt, die erste Variante ist die schnelle Variante und die sollte man eigentlich nicht machen, aber die mache ich meistens auch. Und zwar nehmt ihr dazu einfach ein Stück, es sollte nicht zu lang sein, es sollte aber auch nicht zu kurz sein, also mindestens 1 bis 2 Mal sollte es um den Finger rumgehen. Nehmt ihr einfach von dem weißen Band, also von dem ganz normalen Tape und das wickelt ihr dann einfach um die Kapsel rum. Dadurch habt ihr an der Kapsel eine gewisse Stabilisation und es kann nicht so schnell was passieren. Wie gesagt, man soll es eigentlich nicht machen, weil wenn was an der Kapsel passiert, kann der Bluterguss zum Beispiel nicht direkt austreten oder der Finger kann nicht so schnell behandelt werden und das kann halt schnell zu Komplikationen führen. Die zweite Variante, beziehungsweise zweite und dritte Variante, fasse ich jetzt mal zusammen. Einmal kann man das komplett mit dem normalen Tape machen. Da würdet ihr jetzt einfach einen Streifen auf der Rückseite des Fingers anbringen, einen Streifen auf der Innenseite des Fingers. Dadurch habt ihr eine gewisse Stabilisation und über und unter der Kapsel, das werdet ihr nachher nochmal sehen, befestigt ihr das Band einfach nur. Und dadurch habt ihr halt dann eine Stabilisation in dem Finger, aber die Kapsel wird halt nicht behindert. Die dritte Variante ist dann mit dem Kineso-Tape. Dazu nehmt ihr ein längeres Stück, nicht so wie ich ein kurzes. Ich habe jetzt so ein kurzes abgeschnitten, um das ungefähr zu zeigen, weil Kineso-Tape ist nicht billig. Ihr nehmt jetzt auf jeden Fall das Kineso-Tape, habt halt so einen Streifen, der ungefähr so breit ist wie der Finger und den befestigt ihr auf dem nicht bewegliches Handgelenk, ja, also hinter dem Knöchel, wo der Finger mit der Hand verbunden ist. Also am besten einfach auf der Handfläche. Da ist es wichtig, dass es noch ohne Zug ist, also dass es locker ist. Mit Zug zieht ihr das bis vor zum Finger, ungefähr 1-2 Zentimeter hinter der Kapsel. Da sollte es auf jeden Fall wieder locker sein, denn wenn ihr das ganze Tape nur mit Zug befestigt, gibt es da Probleme, dass es dann schneller abgeht. So, wie gesagt, ihr könnt jetzt auch wieder auf der anderen Seite noch mit normalem Tape den Finger noch mehr stabilisieren, aber theoretisch würde das jetzt erstmal reichen. Und dann tut ihr, jetzt zeige ich es euch, über der Kapsel, also ihr seht, hier ist meine Kapsel, und über der Kapsel tut ihr jetzt mit normalem Tape, könnt ihr auch mit Kineso-Tape machen, andere Kineso-Tape, was längs über dem Finger liegt, befestigen. Und das gleiche macht ihr nochmal unter der Kapsel. Somit habt ihr jetzt das Kineso-Tape, was euch eigentlich helfen soll, befestigt. Und wenn ihr jetzt den Finger bewegt, merkt ihr eine gewisse Einschränkung und einfach dadurch, dass es hier hinten mit dem Zug dran ist, also auf der Handfläche drauf ist, lässt der Finger sich nicht mehr so leicht bewegen, aber hat halt auch die gewisse Stabilisation drin, falls was passieren sollte. Ja, das sind eigentlich so meine Arten, wie ich meine Finger tape. Wie gesagt, ich tape sie jetzt nicht immer, meistens halt nur die nötig sind, weil ich einfach in der Kreisliga spiele oder beim Training sind jetzt nicht die Schüsse dabei, wo ich sage, dass ich jetzt unbedingt Tape gebrauche. Falls ihr dazu noch Fragen habt oder irgendwas jetzt nicht verstanden habt, dann könnt ihr es natürlich unten in die Kommentare schreiben und ihr könnt natürlich auch wie diesen Wunsch jetzt immer weiter Wünsche in die Kommentare schreiben, falls ihr irgendwelche Fragen habt, keine Ahnung, wie entscheide ich, welchen Torwarthandschuh ich brauche oder wenn es mal irgendeine Technik ist, die ihr nicht versteht oder so, was ich euch erklären soll, dann fragt mich gerne. Und ja, dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder und tschüss.